Diese unglaubliche Geschichte ereignete sich in den USA. Miguel wuchs in einer kleinen ländlichen Gegend auf, die von Wäldern umgeben war. Bereits als Kind war er oft gemeinsam mit seinen Brüdern im nahegelegenen Wald unterwegs. Eben dieser Wald sollte später noch eine wichtige Rolle spielen. Die Kinder tobten herum und spielten, dass sie große Entdecker waren und forschten in der Gegend. Schon damals war Miguel klar, dass er später einmal einen Beruf in der Natur ausüben möchte. Und so sollte es auch kommen. Die 3 Söhne wurden erwachsen und verfolgten schon bald ihre eigenen Karrieren. Der älteste Bruder besuchte viele Jahre lang die Schule und wurde schließlich Arzt. Er setzte seinen Traum in die Tat, um Menschen zu helfen. Der mittlere Bruder kaufte ein großes Stück Land und errichtete einen wunderschönen Campingplatz, den er selbst betrieb, um den Zauber der Natur mit seinen Gästen zu teilen. Miguel wurde Förster mit dem Ziel, die örtliche Natur zu erhalten und die verschiedenen Tierarten des Waldes zu schützen. Um diese Tätigkeit mit viel Achtsamkeit und Herz zu erlernen, musste Miguel für ein paar Jahre von zu Hause weg. Er war traurig, seine Familie zu verlassen. Aber er war begeistert von der Vorstellung, als fähiger Mann zurückzukehren. Miguel wurde mit der örtlichen Flora und Fauna vertraut und lernte vieles über die unterschiedlichen Lebewesen. Er verließ die Obhut seines Mentors erst, als dieser ihn selbst zum vollwertigen Förster erklärte. Nachdem er seine Lizenz erhalten hatte, kehrte er in seine Heimatstadt zurück. Miguel hoffte, seiner Gemeinde etwas zurückzugeben und jeden Tag auf den Wald mit all seinen Facetten aufzupassen. Die meiste Zeit verbrachte er in den Wäldern, um nach dem Rechten zu sehen. Dabei achtete er nicht nur auf die zahlreichen Pflanzen und Tiere, sondern hielt besonders Ausschau nach illegalen Fallen oder verdächtigen Personen. In dieser Gegend waren Wilderer nicht selten und diesen sagte Miguel den Kampf an. Doch meistens verliefen die Tage des Abenteurers unspektakulär. Zumindest bis zu einem gewissen Frühlingstag. Miguel war nach dem Winter das erste Mal wieder im Wald unterwegs. Der Mann blieb an einer Weggabelung stehen. Er war verwirrt, da er sich nicht daran erinnern konnte, dass es diese Weggabelung im letzten Sommer oder Winter gegeben hatte. Es schien, als gäbe es einen zweiten Weg, der vom Hauptweg abzweigte. Als Miguel die Büsche und Bäume in der Nähe untersuchte, wurde ihm klar, dass der Weg im Sommer unsichtbar und überwuchert gewesen war. Auch in den kälteren Monaten muss der Schnee ihn verdeckt haben. Aber an diesem frischen Frühlingstag konnte Miguel den Weg endlich sehen. Also musste er ihm natürlich folgen. Er führte ihn in einen Teil des Waldes, in dem er noch nie zuvor gewesen war. Miguel ging langsam und genoss den Anblick und die Geräusche der erwachenden Natur. Plötzlich fiel ihm etwas Glänzendes ins Auge und er wich vom Weg ab, um zu sehen, was es war. Als er näher kam, sah Miguel die Umrisse eines metallischen Würfels mit senkrecht verlaufenden Gitterstäben. Es war ein großer Käfig, der in der Mitte einer kleinen Lichtung stand. Irgendetwas befand sich darin, aber Miguel konnte aus der Entfernung nicht erkennen, was es war. War es ein Tier? Und warum wurde es tief im Wald in einem Käfig gehalten? Miguel brauchte Antworten. Langsam näherte er sich, bis er den ganzen Körper des Tieres sehen konnte, das auf einem Haufen in der Mitte des Käfigs kauerte. Es war zu groß, um ein Fuchs oder ein Kojote zu sein, so viel war klar. Von dort aus, wo Miguel stand, sah es nicht gerade wie ein Reh oder ein größeres Wildtier aus, das er kannte. Er hielt einen Moment inne und dachte an seine Kindheit zurück. Genau in diesen Wäldern rannten er und seine Brüder herum und taten so, als würden sie die Welt retten und Monster bekämpfen. Aber war diese eingesperrte Kreatur wirklich ein Monster oder doch ein Opfer, das darauf wartete, gerettet zu werden? Miguel ging bis zu dem Käfig und ging in die Hocke, um auf Augenhöhe mit dem Tier zu sein. Es sah unterernährt und für seine Statur knochig aus. Der Jäger betrachtete seine Pfoten und sah, dass das arme Tier auch seine Krallen verloren hatte. Anhand der Farbe des Fells und der Knochen- und Muskelstruktur hätte er zumindest die Art bestimmen können. Um ehrlich zu sein, hatte er eine leise Ahnung, um was es sich bei der Kreatur handeln könnte. Aber er war zu schockiert, um es laut auszusprechen. In den nächsten 10 Minuten zermarterte sich Miguel das Hirn, wie um alles in der Welt ein abgemagerter Löwe in einem Käfig in seiner amerikanischen Kleinstadt gelandet war. Es war ein Rätsel. Dieses Geheimnis musste jedoch warten, denn zuallererst musste er sich um das arme Tier kümmern. Man hatte ihm beigebracht, die Tiere und ihren Beitrag zum menschlichen Leben zu respektieren, was bedeutete, dass es ungeheuerlich war, ein Lebewesen zu misshandeln. Der Zustand des Löwen war zu viel für das Herz des Försters, und er erkannte, dass er etwas tun musste. Er hatte ein kleines Sandwich dabei und schob es zwischen die Gitterstäbe. Die Raubkatze schnupperte müde daran, verschlang es dann aber innerhalb weniger Sekunden. Als er sich davon überzeugt hatte, dass der Löwe genug gefressen hatte, nutzte Miguel seine Kontakte in der Gemeinde, um den Notdienst und das Tierrettungszentrum zu kontaktieren. Gemeinsam arbeiteten sie daran, den Löwen aus dem Käfig zu befreien und ihm die nötige Pflege zukommen zu lassen. Miguel war untröstlich, als er erfuhr, dass die Haut des Löwen völlig zerrissen war und er deshalb an vielen Infektionen litt. Während das Tierrettungszentrum das arme Wesen wieder gesund pflegte, machte er sich auf die Suche nach der Person oder den Personen, die das Tier zum Sterben allein im Wald zurückgelassen hatten.
Er nutzte wieder seine Verbindungen und fand heraus, dass vor wenigen Wochen eine Wanderzirkusgruppe durch die Stadt gezogen war. Offenbar entsprach der Löwe nicht ihren Vorstellungen, so dass sie ihn zurückgelassen hatten, bevor sie in die nächste Stadt weiterzogen. Die Gruppe ließ den Käfig kurzerhand im Wald zurück und überließ die Raubkatze ihrem Schicksal. Zum Glück hatte Miguel das arme Tier gefunden. Es dauerte ein ganzes Jahr, aber am Ende hatte der Löwe wieder ein gesundes Maß an Gewicht und seine Wunden waren verheilt. Miguel hatte dem Tier wahrlich das Leben gerettet. Wenn dich diese Geschichte genauso berührt hat wie uns, solltest du dir dieses Video ansehen. Ein Tiger kam jeden Tag zu einer Militärbasis. Eines Tages folgten die Soldaten der Raubkatze und erkannten den Grund für sein ungewöhnliches Verhalten. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.